Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von VAMPYR. In der letzten Folge haben wir zum ersten Mal am Schluss unseren Erschaffer getroffen. Keine Ahnung, was das ist. Das sieht auf jeden Fall aus wie ein antiker Vampir oder wie hat Lady Ashburn oder wie sie heißt gesagt, eine der älteren, glaube ich. Entweder unser Vampir existiert nicht so richtig oder hat uns halt wirklich jetzt nur letzte Folge eine Projektion in unseren Kopf geknallt. Aber der sah schon aus, als wäre ein älterer Vampir gewesen. Und sollte ich heute irgendwie komisch drauf sein, langsamer sein oder sonst was, ich habe gestern Abend ein bisschen zu viel getrunken. Ich bin immer noch ein bisschen verwirrt im Schädel. Naja, machen wir weiter. God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCallum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. Okay. Das heißt, wir haben gerade tatsächlich einen richtigen Vampirjäger kennengelernt. Oder wir kennen den Namen von den Typen leider nicht. Aber ja. Seltene Spezies von Vampiren. Als gelehrter und inniger Kenner der alten Schriften kann ich die Wichtigkeit von alten Legenden und Volkssagen nicht genug betonen. Wenn es darum geht, Hinweise auf verborgenes und verlorenes Wissen zu finden. Ein verbreiteter Fehler ist, nur die bestätigten Fakten zu berücksichtigen und alles, was dem widerspricht, zu verwerfen. Zum Beispiel sollten wir nicht ausschließen, unentdeckte Vampirarten zu finden und überdenken, was wir als die Wahrheit über die verschiedenen Arten der Unsterblichen errichten, basiert auf unserem langsamen und über die Zeit zusammengetragenen Wissen. Wie viele Jahrhunderte lang haben wir geglaubt, dass Vampir nur ein regionaler Name für das sei, was wir Ekon nennen? Bis 4 Entdecker der Bruderschaft in Sibirien Beweise dafür fanden, dass Vulkons eine wolfsähnliche Art von Vampir sind. Betrachten wir diese Wesen als Entsprechung der Mythologie Werwolfs. Nun wissen wir, dass dies nicht der Fall ist. Was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rakshas aus meinem Heimatland? Was ist mit dem chinesischen Yangji oder dem Bräuchen im Süden Chiles? Und vergessen wir unser schönes Großbritannien nicht. Was ist mit den Geschichten über die Fledermausartige Frau, die manchmal über die St. James Church in Love fliegend gesichtet wurde? Was ist mit der Kreatur, die in manchen obskuren Zeugenaussagen als Desaster beschrieben wurde und die 1666 versuchte, London zu vernichten, indem sie überall die Pest verbreitete? Was ist mit dem Nimrod, der mystischen Figur des rastlosen Vampirjägers, der manchmal von früheren britischen Ekon als legendärer Whiteman beschrieben wurde, der sich nur vom Blut seiner Opfer ernährte und unbemerkt unter Sterblichen und Unsterblichen wandeln konnte? Meine Brüder, wenn wir auch nur für ein paar Augenblicke vergessen könnten, was wir vermeintlich schon wissen, würden wir uns niemals sicher sein, was wir noch finden werden. Okay. Gut. Hat denn noch was hier irgendwo liegen? Ich glaube da hier. Brief von Rakesh Kadar. Sehr geehrter Herr Dr. Swansea. Sehr gerne kümmere ich mich um die provisorische Leichenhalle, sobald sie eröffnet ist. Wie ich Ihnen bereits mitgeteilt habe, war ich während des Krieges Arzt und werde meinem Land mit Freude erneut dienen. Natürlich ist es nicht dasselbe, ob man die Toten oder die Lebenden betreut, aber auch um unsere Verstorbenen muss man sich gut kümmern. Seien Sie versichert, dass ich mein Bestes geben werde, um diese Aufgabe bestmöglich zu verrichten. Bezüglich meiner Qualifikation tut es mir leid, dass ich Ihnen nicht mehr als mein Ehrenwort geben kann. Ich schwöre Ihnen, dass mein Regiment mich während des Krieges zum Arzt ernannt hat und ich viele Leben gerettet habe. Wenn mein Wort nicht genügt, können Sie die Militärverwaltung kontaktieren, um meine Erfahrungen und Fähigkeiten zu überprüfen.
Sie würde ihm bestätigen, dass mich der Krieg gelehrt hat, was ein Arzt wirklich wissen muss, auch wenn ich nie Medizin studiert habe. Aber ich meine, wenn du nur für die Leichenhalle da bist, dann wirst du wahrscheinlich Autopsion, also Leichen aufschneiden und alles Mögliche gucken müssen. Aber ich meine, du hast im Krieg verarztet, du wirst wahrscheinlich schon genug qualifiziert sein oder so. Und warum ist hier so viel Quest-Kacke? Rakesh wurde während des Kriegs versehentlich als Sanitäter angestellt. Aha. Okay, das ist der Typ. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. Ein paar Leichen mehr wird niemand finden. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. I know this place means something to you. I have noticed how you suppress your appetite when around the staff and patients. You need to know you can trust me, Edgar. I do, dear fellow, I do. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Rest assured, I will protect you and your staff. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Kapitel 3. Der Trost. Okay. Finde es in Hemden. Okay. Wir sind langsam bei Kapitel 4, wie es ausschaut. Wie viele Briefe liegen hier bitte drin? Sehr geehrter Dr. Swansea, hiermit informiere ich Sie über meinen starken Zweifel bezüglich Dr. Taru Strickland und dem Fall von Harvey Fiddick. M. Fiddick wurde mit einem schweren Arbeitsunfall eingeliefert. Wenn man ihn nicht angemessen behandelt, läuft er Gefahr, seinen Arm zu verlieren. Dr. Strickland behauptet, ein medizinischer Eingriff könnte den Arm des Mannes komplett heilen. Ich fürchte, dass Komplikationen ihn den Arm kosten könnten. Mann. Unser junger Kollege ist ein kühner, experimentierfreudiger Arzt, der in ein paar Jahren zu einem hervorragenden Experten reifen könnte. Doch noch fehlt ihm die Expertise, diese riskante Behandlung durchzuführen. Muss ich Sie an seine früheren Verfehlungen erinnern? Da Dr. Strickland nicht auf mich hört, empfehle ich Ihnen, sein gefährliches Experiment zu unterbinden. Ah, medizinisch Können wurde in der Vergangenheit in Frage gestellt. Oder wie viele sind hier krank, bitte? Erschöpfung, Blutarmut, Erschöpfung. Oh Gott, hier muss ich einfach nur mit Erschöpfung und Blutarmut rein. Gut. An den Docks, Moment. Erstmal haben wir hier wieder so ein Fragezeichen. Und ja, wir gehen endlich zurück zu den Docks. Freue ich mich. Da wollte ich ja hin. Aber hier waren wir noch nicht. Im West End. Hier hinten waren wir tatsächlich noch nicht unterwegs. Na dann. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Ach du heilige Maria, Mutter Gottes. Fuck. Ach, die Dame. What on earth happened here?
Ah, okay, das ist tatsächlich die Dame. Okay. Hier ist nichts drin. Muss ich... Alter, Bro. Wer macht sowas? Gut, die Frage soll ich mir nicht stellen bei einem Game über Vampire und gerade Schweinegrippe. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. What can you tell me about the recent events in the hospital? That Mr. Hampton killed Miss Jones in her room, then ran away. And did you see all this? No, I was working by the tents when it all happened. I only entered the room when they asked me to clean up the blood. Where is Miss Jones's body? I don't know. I'd imagine the morgue. It all happened so quickly. Did you see Sean Hampton leave the hospital? I think I saw a silhouette exiting the hospital gates after the shouting started. At first I thought it was someone who was just scared, but... well, maybe it was him. Okay. Nee, mit der unterhalten wir uns im Moment noch nicht. Call me if you need assistance. Oh, Jonathan, I cannot believe my eyes. Poor woman. Butchered by some savage scowl. Yes, and I'm afraid I'm at least partially responsible. The man, the scowl, I brought him here. Jonathan, how could you say such a thing? Forgive me if I feel despondent, for there seems to be no end to the suffering and death that surrounds us. I'm always here for you, Jonathan. Okay. What do you know of Ascalon? I was threatened by a creature, a vampire in Whitechapel, stating I had to obey the law of conduct. What more can you tell me about him? He was bigger than a man. Huge, in fact. He seemed to radiate violence. I thought he was going to tear me apart. Then he vanished. Fergal, the executioner of Ascalon. You were fortunate he was not after you, but rather out doing his master's bidding. What is Ascalon? The Ascalon Club are the most powerful vampires in Britain and exert tremendous influence. Take my advice and stay well away. Okay. I have experienced a certain difficulty when faced with holy symbols or trying to enter religious buildings. Have you? Now that's quite a question. I don't know why, but yes, it has happened to me. Is this a sign? The hand of God in action? Are we repellent unto heaven? I don't have the answers, Jonathan. But I believe superstition and magic is just fact awaiting the lens of science. Aren't you frightened? Very little scares me, my dear. To be compelled to avoid symbols of faith does not concern me. Ja, das frage ich Thank nicht. you, my lady. I hope to see you again soon. Dann gehen wir mal zu den Docks zurück. Ich muss da ein paar Leute kennenlernen, ne? Wie gehen wir da jetzt am besten vor? Da. Hier einfach mal lang gehen. Okay. It seems the Priwen are redoubling their patrols in the district. I must be more careful. Best run along home, sir. Ich muss die bekämpfen. Boah, Alter. Dann machen wir es so. Ich glaube, ich muss mal die Waffe wechseln.
Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Bro. Ja, ich brauche jetzt im Moment kein Blut. Aber ich hätte schon mal genug zum Heilen. Alter, der macht ordentlich Schaden. Alter, komm, ausweichen. Ausdauer. Bro, Alter. Boah, Alter, ich bin fast down. Okay, ich muss weiter hier. Okay, in welche Richtung müssen wir denn? Ja, lang. Bisschen Blut zapfen. Gut, um den muss ich mich als erstes kümmern. Gut. Daumen mit euch. Freiwillige für die... Achso. Dachte schon, ich habe einen Brief oder sowas gefunden. Geh mal zurück. Komm schon, Kumpel. Ihr müsst schon besser vorbereitet sein, wenn ihr gegen mich kämpfen wollt, Jungs. Und einmal zugreifen hier. Gut, einmal jetzt Ausdauer regenerieren lassen. Und einmal Blut saugen. Und Daumen mit dir. Er sieht mich. Alter, Bro. Feuer. So, jetzt da. Jetzt, Alter. Der ist nicht gerade schwach. Da flackt's. Ne, danke. Ich gehe erstmal weiter. Wäre schön, wenn man fürs Töten auch EP kriegen würde, ne? Aber kriegen wir leider nicht. Aber wo gehe ich denn gerade hin? Okay. Ey, komm, Bro. Echt jetzt? Alter, komm. Gut. Heilen. Ich bin noch nicht schnell. Achso, ist schon vorbei, gut. So, hier oben ist ein Toter. Und unten ist einer. Ja. Ah, jetzt sind wir wieder bei den Docs. Gut, danke.
Safe zu. Ne, ist offen jetzt. Okay. Don't forget to keep an eye out for this guard of something, sweetie. Good evening, sir. Who the fuck are you? Don't you see I'm busy here? Dr. Jonathan Reed, that's who I am. And who are you? Ah, some fancy gentleman we've got here. Clear off. We don't want strangers on our streets. So you won't tell me your name, then? The name is Booth Digby. Maybe I'll ask my boys to break one or two of your bones, just so you remember it. Are you some kind of vigilante patrolling these streets at night? Something like that, but the police aren't in charge here. We are, see? Foolish girl and her pretty principal. Got no idea. So you're a concerned criminal, is that it? Using funny jokes about me and my boys, are you? Fuck. You must have some balls. I saw many men like you during the war, Mr. Digby. Greedy little cockroaches who feed on despair. I could kill you for saying that. But, nah. You've been a soldier. I can respect that. Alles klar, moin. So, tell me about your gang, then. What? Have you got a death wish? You really want me to answer that? Well, yes. You seem so proud of your status. Why not tell me who you're working for? Oi! I'm the boss, all right? The Wet Boot Boys work for me. All of them. Situation round here is better than other districts because of us. Because of me. Okay, dann haben wir hier den Boss. What can you tell me about this part of town? Things ain't that bad, thanks to us. We give people what they need, and we control this borough. Well, you're not doing a very good job. People are still dying here like everywhere else. Yeah, well, we can't be everywhere all the time. And Edwina says if we can find more guns, we could be more efficient. More efficient? Really? You should probably tell Edwina that guns are useless against diseases and infections. Incredible. You know what? You're lucky she can't hear you right now. She's more smart than patient. My sweet queen of the docks. Okay. Boff ist in Edwina Crocs verliebt. Der wahren Anführerin. Alles klar. Danke. Ach, Sheen Hampton ist der... Moment. Ist das nicht der Barbesitzer? Oder war das der das war doch der Barbesitzer. Edward mag zwar in Bobby Digby verliebt sein, aber sie ist die wahre Anführerin der Gang. Danke, ich weiß immer noch nicht, wo sie ist. Das wird wahrscheinlich die hier sein. Nee, Moment. Aha, ich sehe schon. Do you know where I can find Sean Hampton? I need to talk to him. The sad saint. Why on earth do you want to talk to him? He was one of my patients at the Pembroke Hospital. Oh, yeah. I heard the poor bastard had been abducted by some cunt. You better ask Tom Watts. He knows Sean Hampton well. Danke. Goodbye, Mr. Digby. Reden wir mit der wahren Anführerin hier. Been a while since we've seen any new faces round here. Good evening, miss. I am Dr. Reed. May I ask you a few questions? Who are you? What do you want? As I just told you, I'm a doctor. From the Pembroke Hospital, actually. The Pembroke Hospital, you say? I ain't paying any bill left by Clay. I'm not here to collect payment, Miss... Miss Edwina Cox. So what do you want then? Fancy buying something from me, maybe? What can you tell me about your work? I'm a businesswoman. I buy and sell things, and I send my wet boot boys after anyone who don't play nice with me. Gang member and shopkeeper. Can't be easy running double shifts. If you're interested, I may find use of a doctor who can freely walk across the city, you know. You're quite blunt, aren't you? I like people who know what they want and say what they think. This is a time of great opportunity for those ready to embrace their destiny. I'm not interested in a career in the criminal underworld, Miss Cox. Fair enough. Stay away from us then, if you don't want to get hurt or worse.
Since my return from the war, I don't feel that concerned by threats, knives, or even bullets, if you must know. That's exactly what that stupid trade unionist claimed after he attacked one of us. Booth and I reminded him a bullet beats words every time. Booth und Edward haben kürzlich einen Mann aus Rache umgebracht. Ja moin, danke. Ich muss nur mit den zwei reden und wir haben schon einen Haufen Zeug hier. What can you tell me about this part of town? You can't trust anyone around here. As soon as you lower your guard, you can be sure some arsehole will take advantage of you. Really? Don't you think that's a little bit excessive? Bastards, all of them. This region only responds to violence and threats. You sound like you're thinking of somebody in particular. Take the gravediggers of Southwark. They must pay me every week, but it looks like they forgot who gave them permission to steal from the dead. Looting corpses in a mass grave. That is a new low. Whatever. Hey, since you're a doctor and all, maybe you can access that forbidden area and remind those bastards what they owe. Na, vielleicht mache ich das. Und tatsächlich kriegen wir tatsächlich eine Aufgabe dafür. Ja moin. Da waren wir gerade. Booth Digby looks at you with love-struck eyes. Tell me, Edwina, is the feeling mutual? You have no idea how refreshing it can be for a woman to receive all the pleasure she needs. For once. I'll take your word for it. What is it, Doctor? A woman's not supposed to talk about these things. Behind all your crude words and your attitude, I sense romance and a soft heart, Miss Cox. Romance? I have no time for such rubbish. I use Booth like I use everyone else. Hinweis verloren. Als ob. Willst du mich verarschen? Booth Digby. You haven't. What is it, Doctor? Behind. Romance? Als ob man auch Hinweise verlieren kann, danke. Tell me about the man you and Booth killed, Edwina. The bastard killed one of us and received retribution. There's nothing else to say. What happened exactly? I don't know and I don't care. One of ours was killed by that communist bastard, but he didn't brag for long. So you have no idea what really happened, but you executed him anyway. No one messes with the Wet Boot Boys, Doctor. This is our territory, and this is our law. And your conscience is clear. You kill without hesitation. Violence is an efficient tool, Dr. Reed, when used properly. So you decide who lives and who dies, just like that. Yes, Doctor. Just like that. I'm not saying it's fair. I'm saying it's my way of dealing with troublemakers. Okay, na moin. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Das klingt zweideutig. Und ich glaube, das soll es auch. So, verkaufen. Fucking hell, ich muss nochmal mit ihr reden. Hello. Yep. I'm looking for Mr. Sean Hampton. Do you know where I could find him? The sad saint? I heard he was mugged or something. Yes, he was. But he left hospital recently. You don't say. Well, I suppose it's good news for the homeless and the useless. Ask them, they must know something. Okay. Goodbye, Miss Cox. Gut, ich würde eigentlich jetzt sagen, ich beende die Folge jetzt hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge reden wir mit den Leuten da hinten. Ciao. Euer Gladius.